Hallo meine Lieben, heute ist ein spannendes Video. Ich zeige euch, wie wir numerologisch berechnen können, ob eine Seele aus der Zukunft in die Gegenwart jetzt inkarniert ist oder aus der Vergangenheit in die Gegenwart inkarniert ist. Die meisten Seelen, die im 1900 und so weiter geboren sind, inkarnieren aus der Vergangenheit, aus dem Mittelalter. Ja, unsere Geschichte stimmt nicht ganz, aber auf jeden Fall aus der Vergangenheit, aus unserer Sicht. Und sehr viele Seelen, die ab 2000 geboren sind oder inkarniert sind, kommen auf die Erde aus der Zukunft. Das bedeutet, dass Menschen, wir werden jetzt das berechnen, wie man das macht. Diese Menschen können manchmal, wenn sie den Zugang haben zu dieser Erfahrung oder zu dieser Erinnerung, sie können sogar sagen, was kommen wird, denn diese Seelen schon die Zukunft gesehen haben, beziehungsweise die haben in der Zukunft schon gelebt. Es gibt keine Zeit in Wirklichkeit, aber auf der Erde wird es in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geteilt, damit wir überhaupt so eine Struktur bekommen für unsere Weiterentwicklung. Wie machen wir diese Berechnung? Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele. Wir nehmen ein Geburtsdatum 6. Februar 2000. 06 06/02 2000. Das erste, was wir machen, wir addieren alle Zahlen im Geburtsdatum. 0 plus 6 plus 0 plus 2 plus 2 plus 0 plus 0 plus 0. Und die erste Zahl, die wir hier runterschreiben, ist die Zahl 10. Das ist die Quersumme von allen Zahlen im Geburtsdatum. Die zweite Zahl ist die Quersumme von den Zahlen aus der ersten Zahl. 1 plus 0, 1. Und die dritte Zahl, und die wird jetzt interessant, hier berechnen wir Folgendes. Von dieser Zahl, von der ersten Zahl, ziehen wir verdoppelte erste Zahl, erste Ziffer im Geburtsdatum ab. Wenn diese Zahl, diese Ziffer keine 0 ist. Ja, wenn wir hier, wie in diesem Beispiel, erste Zahl eine 0 haben, nehmen wir die zweite Zahl und verdoppeln diese 6 plus 6 oder 6 mal 2 und bekommen die Zahl 12. 6 plus 6, 12. Und von der ersten Zahl 10 ziehen wir diese verdoppelte Zahl ab und bekommen eine Minuszahl, einen Minuswert, minus 2. Ja, von der ersten Zahl ziehen wir die verdoppelte erste Zahl, wenn sie keine 0 ist. Wenn dort ein 0 steht, dann nehmen wir die zweite Zahl und verdoppeln diese. Und von der ersten Zahl ziehen wir diese verdoppelte Zahl ab. 10 minus 12 minus 2. Diese Zahl sagt uns schon zurückkommen, minus. Ja, ich gehe zurück. Und die vierte Zahl ist die Quersumme von den Zahlen aus der dritten Zahl. Also in diesem Falle ist auch minus 2.
Dieser Minuswert sagt uns, dass die Seele aus der Zukunft inkarniert ist. Ein zweites Beispiel. 5. Januar 2010. 5. Januar 2010. Als erstes addieren wir alle Zahlen im Geburtsdatum. 0 plus 5 plus 0 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1 plus 0. Und bekommen 6, 8, 9. Die Zahl 9. Diese Zahl schreiben wir hier runter. Die zweite Zahl ist die Quersumme von diesen Zahlen, aber wir haben hier eine einstellige Zahl, also schreiben wir die Zahl 9 nochmal in unsere Berechnung rein. Die dritte Zahl, und jetzt wird es interessant, die dritte Zahl wird berechnet, indem wir die erste Zahl nehmen und von dieser Zahl die verdoppelte erste Zahl im Geburtsdatum abziehen, wenn diese Zahl keine 0 ist. In unserem Fall ist hier eine 0. Also nehmen wir die zweite Zahl und verdoppeln diese. 5 plus 5, 10. Oder 5 multipliziert durch 2, 10. Dann ziehen wir von 9 die Zahl 10 ab und bekommen minus 1. Diese Minuszahl, dieser Minuswert, sagt uns, die Seele kommt aus der Zukunft, geht zurück. Die vierte Zahl ist die Quersumme von der dritten Zahl, ja, von den Zahlen der dritten Zahl oder von den Ziffern. Und hier ist auch minus 1. Das bedeutet, wenn wir den Minuswert bekommen in dieser Berechnung, kommt die Seele, inkarniert die Seele aus der Zukunft in die Gegenwart. Eigentlich für die Seele ist Inkarnieren in die Vergangenheit. Sowas gibt es und viele Seelen inkarnieren aus der Zukunft. Zum Beispiel, wenn jemand sich plötzlich sehr stark mit den Sternen beschäftigt oder irgendwelche Bilder sieht. Bilder, die zu modern, zu anders sind als das, was jetzt auf der Erde ist. Oder eine Vorahnung hat, was noch kommen wird. Das sind Zeichen, dass die Seele schon weiter war, schon in der Zukunft war. Praktisch in der Zeit, die erst für andere Seelen kommen wird. Das erklärt auch, warum manche Menschen voraussagen können, auch global. Denn die haben irgendwo diese inneren Bilder irgendwann gesehen und erinnern sich an diese Bilder. Ich hoffe, dass dieses Video spannend war, dir gefallen hat und dass du daraus vielleicht was gelernt hast. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Deine Inga. Wenn du mehr über vedische Numerologie wissen möchtest, habe ich ein Buch geschrieben mit meinem Wissen, was die Zahlen bedeuten, wie wir aus dem Geburtsdatum unseren eigenen Weg rauskodieren können, uns besser verstehen, unsere Aufgabe auf der Erde besser verstehen können. Dieses Buch gibt es jetzt in Deutsch bei Amazon in einem Papierformat und auch als Kindle, als E-Book oder auf meiner Internetseite in meinem Internetshop als PDF, als E-Book. Und bald
wird es dieses Buch auch in Englisch geben. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Alle Links zu dem Shop oder zum Amazon sind unter diesem Video. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Genieß dein Leben. Lebe deine Mission. Deine Inga.